Ich bin Sarah Wittercheck, ich bin Regieassistentin und Spielleiterin an der Deutschen Oper am Rhein und ich betreue unsere Maria de Buenos Aires. Meine ersten Schritte auf großen Bühnen habe ich hier gemacht, genau auf der, als Lebkuchenkind, hier in unserer altehrwürdigen Hänsel- und Gretel-Inszenierung. War dann lange im Kinderchor und habe mich dann ein bisschen abgewandt von der Oper und habe Jazzgesang studiert. War dann freischaffende Sängerin und Gesangspädagogin und 2019 bin ich zurück nach Düsseldorf gegangen und am Ende glücklicherweise hier als Regieassistentin gelandet. Diese magische Welt hat mich dann irgendwie doch festgehalten. Bei einer Neuproduktion hat man natürlich auch erstmal ganz pragmatische organisatorische Aufgaben. Man ist dafür zuständig, Tagespläne zu schreiben und dafür Sorge zu tragen, dass so ein Probenablauf ganz reibungslos funktioniert. Man muss schon auf Zack sein, gut beobachten, weil einfach in kurzer Zeit unfassbar viel passiert. Und vor allen Dingen Sachen zu durchdringen. Also bevor man dann das Regiebuch anfertigt, dass man die Musik gut kennt, dass man den Inhalt verstanden hat. Was hat die Rolle für Besonderheiten? Was wird auf diese Person vielleicht noch zukommen? Und dass man vorausschauend denkt, ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Und das lernt man natürlich erst bei Doing, wenn man das Haus besser kennt. Und Francesco, mein Kollege, hat natürlich langjährige Erfahrung. Die kam mir natürlich jetzt auch zugute dadurch, dass er früher einfach Sachen wusste, die jetzt geklärt werden müssen. Speziell bei Johannes Erath war es sehr spannend und sehr inspirierend, weil er einfach eine kreative Naturgewalt ist. Der sprudelt einfach nur so vor Ideen. Also das macht es natürlich toll. Andererseits macht das uns auch echt schwer, ein ordentliches Regiebuch zu schreiben neben ihm, weil teilweise die Szenen im Laufe ihrer Entwicklung durch 3 unterschiedliche Versionen durchgegangen sind. Wenn die Premiere durch ist, dann wird das Stück übergeben ans Haus und dann an die Spielleitung. Ich bin meistens eine Stunde vor Vorstellungsbeginn im Haus, schaue, ob alle da sind. Das ist der Fall an einem entspannten Tag. An einem unentspannten Tag muss ich einen Einspringer oder eine Einspringerin einweisen. Klopf auf Holz. Das ist erstmal nicht der Fall bei uns. Kurz vor Vorstellungsbeginn gehe ich dann einmal die Bühne ab, schaue, ob alle Requisiten da sind, alles richtig eingerichtet ist. Und ja, dann ist man irgendwie das Gedächtnis der Inszenierung und auch irgendwie der gute Geist hinter der Bühne, der dafür sorgt, dass es allen gut geht. Und dass auch nach der 10., 12. Vorstellung die Details und die Ideen, die sich ein Regisseur oder eine Regisseurin überlegt hat, dass die immer noch so auf die Bühne finden, wie es gedacht war.